Seit 2019 gärtnere ich auf dem Balkon, pflanze Chilis an, sähe Salate aus, ernte Kartoffeln. 2022 habe ich nicht nur einen krassen Pflanzturm gebaut, sondern auch viel mit neuen Pflanzen und Anbautechniken experimentiert. Und ich konnte einige spannende Erkenntnisse gewinnen. Seid dabei, los geht's! Und das Video vom Balkonjahr 2022 fängt genau dort an, wo das Video vom Balkonjahr 2021 aufgehört hat. Der Wein hat gewurzelt, aber er darf hier nicht weiter wachsen. Warum? Das habe ich in meinem Video vom Weinbergbesuch erklärt. Kurkuma und Orangenbäumchen stehen mittlerweile drinnen und auch die Chilis sind geerntet und ich habe daraus eine leckere Chilipaste gekocht. Das Video ist in der Beschreibung verlinkt. Doch jetzt hat die Chilipflanze erneut mit Blühen begonnen und bildet neue Früchte aus. Geht das den ganzen Winter so weiter? Im Winter ist auf dem Balkon nichts los. Ich habe Pastinaken gekauft und 2 davon möchte ich gerne einpflanzen und schauen, ob daraus im nächsten Jahr was wird. Oha. Und dann fand ich im Kühlschrank Abschneiden, antrocknen lassen und einpflanzen. Es ist eine Wurzel. Die Möhren treiben ganz gut. Und auch hier an der einen Pastinake sieht man das erste Grün. Und die andere... Eine der Pastinaken verschimmelte. Vermutlich die falsche Jahreszeit. Nochmal abschneiden und nächster Versuch. Ende Januar ist die Paprika endlich reif und kann geerntet werden. Also die von der ISS sahen echt besser aus als meine. Die haben irgendwie Schimmel in der Packung gefangen. Und dann hatte ich da diese Pilze, die ich in Sägespäne einlegte und feucht hielt. Ruhet wohl und bringet reiche Frucht. Aber auch hier blieb das Pilzwachstum aus. Die arme Kurkuma-Pflanze braucht jetzt endlich mal einen neuen Topf. Die Kurkuma-Pflanze bekommt einen größeren Topf. Dafür habe ich hier die beiden Suppenbehälter aus dem Asialaden aufgehoben. Ich nutze fast ausschließlich Upcycling-Töpfe. Und dann hoffe ich mal, dass sie sich wieder ein bisschen besser entwickelt. Einige sagen, man könne Ananas einpflanzen. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Die Suppendosen vom Asia-Imbiss, die kann man gut ineinander stellen. Da kommt jetzt Erde rein. Okay, hier kommt vermutlich nicht mehr viel. Aber die Pastinake hat ja richtig gut ausgetrieben. Und eine von den Möhren hat tatsächlich überlebt. Die Pastinake gibt ordentlich Gas. Die Möhre ist auch noch da. Hier hat angefangen eine Kartoffel zu wachsen. Und da dachte ich mir, wenn das jetzt im Februar schon klappt, dann kann ich meine anderen alten Kartoffeln ja auch hier einpflanzen. Und ich buddelte Winterkartoffeln ein. Diese könnten dann im neuen Jahr die ersten sein. Lassen sich Kartoffeln in 2 Chargen anbauen? Wir finden es in diesem Video gemeinsam raus. Unzählige Leichen zieren mein Fenster, damit diese beiden Pflanzen hier überleben können. Diese Chilipflanze hat es nicht geschafft und es muss neu ausgesät werden. In meinem Lieblings-Asia-Restaurant hatte ich neue Chilischoten geschenkt bekommen. Ich lasse das Saatgut in feuchten Küchentüchern in Lockdosen auf dem Südseitenfensterbrett vorkeimen. Und schon nach 1 bis 2 Wochen hat man kleine Pflänzchen. Die winzigen Chilipflanzen kommen in meine vorbereiteten Anzuchttöpfe. Dann stelle ich sie, abgedeckt mit einer Treibhausdose, aufs Südseitenfensterbrett. Das sind die neuen Chili-Pflanzen nach einer Woche. Die rote und die orange. 2 meiner Chili-Pflanzen vom letzten Jahr haben überlebt. Die sehen richtig gut aus. Hier unten ist sogar schon eine neue Blüte dran. Da ist schon eine Chili gewachsen. Wie cool ist das denn bitte? Die Pastinake ist übrigens immer noch am Wachsen. Daneben ist eine Kartoffel rausgekommen. Die Kartoffel, die hier im Januar gewachsen ist, ist mittlerweile sogar schon vertrocknet. Ich hatte ja ein paar Kartoffeln halbiert. Die sind jetzt abgetrocknet.
Es sieht aus wie Schimmel, es ist aber nur trockene Stärke. Und die werde ich jetzt einpflanzen. Hier hinten hatte ich eine Pastinake drin, die ist aber mittlerweile gar nicht mehr da. Das heißt, hier ist Platz für eine Kartoffel. Und die anderen pflanze ich nachher da draußen in den beiden Kästen ein. Es ist Anfang April. Einige der Kartoffeln aus dem Februar haben es geschafft. Noch was? Oh, hier ist noch eine. Nicht hier rein. Oh, hier ist noch eine kleine. Die abgewelkten Kartoffelpflanzen haben tatsächlich 3 Kartoffeln hervorgebracht. Ich halte hier noch mit rein. Erste Kartoffelernte im Jahr, April. Die Pastinake hat in nur einer Woche mächtig an Höhe gewonnen. Nun könnte man die Pastinakenblätter bereits jetzt ernten und als Kräuter für Salate verwenden, aber ich lasse sie weiter wachsen. Ich wollte Samen bekommen, aber Die Pastinake hat wahrscheinlich zu viel Wasser abbekommen. Ich habe nämlich mal geguckt und das sieht mir sehr abgefault aus hier unten. Möhren brauchen ja sehr tiefe Pflanzkübel und ich würde das jetzt gerne mal probieren mit diesen Behältnissen hier, um vielleicht bessere Ergebnisse als in meinem Blumenkasten zu erzielen. Ganz schön schwierig. Mein Sohn assistiert mir wieder dabei. Samen nehmen. Den. Es ist Ende April. Das hier sind unsere beiden Knoblauchpflanzen. Die Kartoffeln treiben schon üppig. Und wir bereiten hier Großes vor. Ich habe neue Pflanzkästen gekauft und dafür einen 2 Meter hohen Pflanzturm gebaut. Schaut euch das Video unbedingt an. Ich habe es oben in der Beschreibung verlinkt. Die Trauermücken haben die Chilis befallen. Die machen alles kaputt. Die überleben in der Erde und heften ihre Larven an die Blätter. Das sind so ganz, ganz kleine gelbliche Stäbchen. Jetzt gehen die sogar schon an die neuen Chili-Pflanzen ran. Wir müssen die Paprika einpflanzen und dafür muss als allererstes das Unkraut rein. Alles kommt bei dir in die Hand. Bevor wir hier was reinpflanzen, muss erstmal gegossen werden. Das Pflanzregal ist fertig. Mit meinem Sohn pflanze ich die Chili-Pflanzen aus. Guck mal, wie groß die schon geworden sind. Wir haben hier noch die Chilischoten vom letzten Jahr. Die haben sogar noch ein Chili dran. Die kommen jetzt hier auch mit in den Kasten. Hey, da können wir ja schon eine pflücken. Wir haben alles rausgenommen. Dann müssen wir noch was anbinden. Und dann haben wir hier noch die. Mit freundlichem Dank an meinen Lieblingsasiaten. Das Zitronenmelisse, lecker. Was machen wir denn damit? Wir pflanzen die ein. Da pflanzen wir die Zitronenmelisse jetzt rein. Okay? Prima. Den Pfefferminztee hier habe ich noch gekauft. Der kommt auch noch mit ins Beet. Hier hinten die roten, hier vorne die orangen. Und das sind unsere Kartoffeln. Hier hinten noch ein Orangenbaum. Hier ist auch noch ein Orangenbaum. Für meine Salatpflanzen will ich dieses Jahr mit neuen Anzuchtmethoden experimentieren. Die Getränkepackungen werden längs aufgeschnitten und es werden kleine Löcher hineingeschnitten. 2 für die Pflanzen und 1 zum Gießen in der Mitte. Ich hoffe, dass so weniger Wasser verdunstet. Dann kommt Erde rein und die Salatsamen. Wir wollen dieses Jahr Bohnen pflanzen, Radieschen, Salat. Möhren habe ich schon ausgesät. Dann haben wir noch Rucola und noch ein anderer Salat. Und was wächst dann darauf? Salat. Und jetzt fliegt ein Korn rein. Ganz genau. Der Salat hier in der Mitte wird wahrscheinlich nicht gut wachsen, Wieso? weil die Stäbe da im Weg sind. Da diese Deckel immer wieder aufgehen, müssen wir die mit diesem Clip hier zumachen, damit die nicht wieder aufgehen. Meinst du, das funktioniert? Gut. 2 Salatkörner in jedes Loch rein. Bei dem weiß ich nämlich nicht, wie gut er kommt. Mein Salat bleibt schneckenfrei. Ich habe versucht, Bohnen vorzukeimen. Auch sie kamen in den Kasten. Knoblauch und Kartoffeln wachsen prächtig. Hier auch und der Kurkuma auch. Und hier habe ich noch ein paar neue Aufhängungen für neue Kästen gekauft. Und ich werde jetzt hier noch ein paar
Radieschen einstreuen. So sehen die Samen aus. Diesen Kasten hier habe ich jetzt schon mal vorbereitet für die Blumen. Und das wären in diesem Jahr Studentenblumen. Ja, mal schauen, ob die überhaupt keimen. Heute gibt es bei uns eine Lauch-Hackfleischsuppe, aber eins davon hebe ich mir auf und pflanze ich ein. Es ist so krass, ich gucke hier gerade meinen Knoblauch an und da sehe ich, dass die Blüte hier mit dem Blatt verwachsen ist. Jetzt sind fast alle Blumenkästen schon drin, aber das Regal eignet sich natürlich auch super zum Aufhängen von Kräutern oder zum Ablegen von Bauteilen für andere Projekte. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall da unten aufs Abo-Knöpfchen drücken. Seit dem Auspflanzen sind die Chilis nicht wirklich viel weiter gewachsen und ich weiß wirklich nicht warum. Hier haben sich allerdings schon ein paar Chilis gebildet. Ganz kleine hier. Und da sind auch Blüten dran. Und von den Bohnen hat sich bisher auch keine gezeigt hier. In ganz wenigen der Tetrapacks sind tatsächlich Möhren aufgegangen. Meine Radieschen sind auch super schnell aufgegangen, aber hier hatte ich wohl ein paar Melonensamen reingesteckt. Die werde ich jetzt austopfen. Gott, wie viele sind das? Sind die alle aufgegangen? So, da sind jetzt die ganzen Melonensamen drin, die aufgegangen sind. Mal gucken, welche davon weiterkommen und die werden dann ausgepflanzt in den Garten. Ein paar Radieschen will ich hier drin behalten und den Rest pflanze ich in den anderen Blumentopf. Hier hat sich eine Tomate selbst ausgesamt. Eigentlich sollte hier auch Salat wachsen, aber ja, ist nicht da. Jetzt haben die genug Platz. Hier ist offensichtlich tatsächlich Salat gewachsen. Ein bisschen Dürre zwar, aber wenn wir den jetzt auspflanzen, wären das sicherlich ordentliche Pflänzchen. Und hier könnte man jetzt theoretisch einen neuen Salat auspflanzen. Ist übrigens auch eine sehr gute Methode für Allergiker. Und wie ihr hier sehen könnt, ist die Erde auch nach 2 Wochen richtig schön feucht geblieben in diesem Kasten, gar nicht ausgetrocknet. Das spart auch eine ganze Menge Wasser. So, wir haben jetzt hier richtig viele schöne kleine Salatpflanzen. Und ich muss sagen, dass diese Methode mit meinen Pflanz-Tetrapacks super gut funktioniert hat. Daher meine absolute Empfehlung für alle Pflanzanfänger. Probiert es doch gerne mal damit aus. Das ist ein kleiner Blumenkasten, den sich eigentlich jeder selber basteln kann. Und es bringt gar nicht so schlechte Ergebnisse. Und da haben wir noch die hohen Töpfe aus Tetrapacks. Und was daraus geworden ist, erzähle ich euch in einem anderen Video. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo, um hier nichts mehr zu verpassen. Und damit ciao, bis zum nächsten Video.